Johannes Koy entdeckt als junger Molekularbiologe am Deutschen Krebsforschungszentrum ein Tochtergen des Millionen Jahre alten Gens TKT. Es hat ähnliche Eigenschaften, weshalb Koy es TKTL1 nennt, Transketolase-like 1. Wir Menschen leben, wachsen und altern, indem die Körperzellen sich fortwährend vermehren und wieder absterben. Ihr Baumaterial sind Zucker, Fette und Eiweiße. TKTL1 stellt diese Bausteine bereit, um den Zellen Struktur zu geben, sowie den Muskeln und Nerven und dem Gehirn Energie. Johannes Koy hat gezeigt, dass TKTL1 für die Bildung der wichtigsten Zellbausteine wie Zucker und Fett verantwortlich ist, auf einem Stoffwechselweg, der bisher nicht vollständig bekannt war. Das Gen TKTL1 vermag damit, unsere Zellen gesund zu halten, aber auch deren bösartige Vermehrung zu fördern. Krebs also. Und deshalb setzt sich Koy dafür ein, die Erkenntnisse über den TKTL1-Stoffwechsel künftig in der Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen zu berücksichtigen. Als ich angefangen habe, am Deutschen Krebsforschungszentrum zu forschen, da waren nur wenige Gene bekannt. Und die Forscher haben immer in diesen Genen oder mit diesen Genen gearbeitet. Aber irgendwann ist klar geworden, wir müssen eigentlich mal alle Gene des Menschen kennen. Und da war die große Erwartungshaltung, dass mit dem Entdecken aller Gene auch Krankheiten besser zu verstehen sind. Und ich habe eine Methode entwickelt, und es liegt an meinem Elternhaus. Wir hatten damals noch eine Hausschlachtung und dann dachte ich, eigentlich könnte man doch Gene finden, indem man mal schaut, welche Gensequenzen oder welche DNA-Sequenzen überhaupt konserviert sind zwischen Mensch und Schwein. Ich habe also verschiedene Gewebe genommen, also vom Schwein die Leber, das Gehirn, Muskel, habe daraus diese Bauanleitung isoliert und radioaktiv markiert und dann auf menschliche DNA quasi hybridisiert nennt man das, das wird zusammengegeben und dann bindet sich das, was Sequenzen hat, die ähnlich sind. Und dann kann man feststellen, was ist denn zwischen Schwein und Mensch identisch oder sehr, sehr ähnlich. Und durch diesen Vergleich bin ich dann auf diese konservierten, also ähnlichen Sequenzen gestoßen, die auch exprimiert werden, also gebraucht werden. Also das sind Sequenzen, wo Gene zum Beispiel nur im Herzen gebraucht werden oder Gene, die nur im Gehirn gebraucht werden. Durch den Vergleich bin ich dann auf dieses Transketolase-like 1 Gen gestoßen, weil es konserviert war und gewebespezifisch exprimiert war, also nur in gewissen Geweben aktiv war. Zu der Zeit war nur klar, es ist ein wichtiges Gen, es wird gewebespezifisch exprimiert, es ist also kein sogenanntes Housekeeping-Gen, es wird nicht in jeder Zelle gebraucht, sondern es hat für gewisse Zellen eine besondere Funktion. Welche Funktion konnte ich im ersten Schritt noch nicht erkennen? Da kam dann diese Sequenzanalyse dazu. Wenn man Sequenzen in Datenbanken vergleicht, kann man feststellen, aha, diese Sequenz zeigt Ähnlichkeit zu Transketolase, zum Beispiel aus dem Darmbakterium oder aus der Hefe. Und da wusste ich schon, aha, ich habe quasi ein Gen entdeckt, das hat Ähnlichkeit zu Transketolase, aber ob das eine Transketolase ist, ist noch lange nicht gesagt. Und dann kam die spannende Entwicklung, dass wir zu dem Zeitpunkt auch eine Kollaboration hatten mit dem Sanger Centre, das ist also ein Forschungszentrum in Großbritannien. Und die sagten, ja, ich war ganz begeistert und habe gesagt, ich habe ein Gen entdeckt, ich bin total happy. Und da sagten die, ja, Johannes, du hast zwar ein Gen entdeckt, aber das ist kaputt, das ist ein Pseudogen. Da fehlt ein ganz wichtiger Teil und wir haben das überprüft, kannst du es vergessen, das ist ein Pseudogen, kaputtes Gen. Und die haben das auch so als defektes Gen in die Datenbank gestellt. Und das hatte wiederum große Konsequenz, denn Forscher, die dieses TKTL1-Gen dann entdeckt oder in ihren Experimenten als wichtig entdeckt haben, haben dann in die Datenbank geguckt und gesagt, ja, das ist ja kaputt, das muss man nicht weiter beachten. Im Sinne der Evolution und des Wissens, wie Transketolase entstanden sind, ist es die erste naheliegende Antwort. Wenn es immer da ist, und das fehlt, dann kann es keine Transketolase sein. Aber in der Evolution gibt es seltene Momente, wo was verloren geht und es dadurch noch besser wird.
Das, was in dem Gen passiert ist eigentlich ein Musterbeispiel, wie evolutionäre Kräfte wirken und was daraus resultieren kann. Also man nimmt ein Gen, das Basis ist des Lebens auf der Erde, und man verändert es und es wird besser. Das heißt, diese Fehleinschätzung aus heutiger Sicht, das als defektes Gen zu bezeichnen, hat auch viele Forscher gehemmt. Und ich habe gesagt, nein, das ist kein defektes Gen. Aber es wurde als defektes Gen in die Datenbank gestellt und ich war der Einzige, der daran geglaubt hatte. Also TKTL1 habe ich entdeckt, letztendlich aufgrund der Konservierung zwischen lebenden Säugetieren, zwischen einem lebenden Schwein, das dann geschlachtet wurde, und Sequenzen des Menschen. Man kann aber auch Sequenzvergleiche machen, und das ist die wirklich großartige Leistung von Nobelpreisträger Svante Pääbo. Er hat es geschafft, DNA zu isolieren aus ausgestorbenen Lebewesen, in dem Falle Menschen. Ich konnte ja nur Sequenzen vergleichen, die verfügbar waren, also sequenziert wurden, die vor kurzer Zeit gelebt haben, also Bakterien, Hefen, Pflanzen, Tiere, Menschen. Aber mir hat immer gefehlt der Vergleich zu dem, was ausgestorben ist. Das ist der Großteil. Und das hat er geschafft. Und das hat eine ganz neue Art von Sequenzvergleich möglich gemacht, nämlich was unterscheidet eigentlich die Sequenz von den Lebewesen, die ausgestorben sind, im Vergleich zu denen, die jetzt noch leben. Und das hat er geschafft. Das war ein technologischer Durchbruch, den keiner erwartet hatte. Also aus so alten Knochen DNA zu isolieren und dann noch die ganze Sequenz des Genoms, also nicht nur ein kleines Futzelstück Sequenz zu bestimmen, sondern so viel Sequenz, dass man die ganze Sequenz ableiten konnte. Und diese Technologie hat dazu geführt, dass überhaupt das Genom sequenziert werden konnte. Und durch den Genomvergleich, und es zeigt auch die Brillanz, die er innehat, er hat dann sofort erkannt, der Vergleich Neandertaler, Homo sapiens ist der Schlüssel. Es muss Gene geben, die mutiert sind und sich dann durchgesetzt haben. Weil das ist letztendlich die größte klinische Studie, die man sich vorstellen kann. Millionen, letztendlich Milliarden von Menschen zu nehmen und zu gucken, wenn eine Mutation auftaucht und die setzt sich durch, dann muss dahinter ein so großer Vorteil sein, und das hat er geschafft. Er hat also verglichen und dann erstmal 70 Gene gefunden, die mutiert sind und sich im modernen Menschen durchgesetzt haben. Aber das war jetzt erstmal über alles hinweg, also Gene, die überhaupt für alles in Frage kommen. In der zweiten Studie hat er dann nochmal eine Analyse durchgeführt, welche Gene denn im Gehirn exprimiert werden. Und das war die Frage nicht, ob der Mensch jetzt kräftiger wurde. Die Frage war, wurde der Mensch vielleicht schlauer durch Mutation? Und da macht es natürlich extrem Sinn, sich auf die Gene zu konzentrieren, die auch im Gehirn exprimiert werden, also gebraucht werden. Und ich hatte das TKTL1 ja aus einem sich entwickelnden Gehirn isoliert. Und deshalb war ich bei der ersten Studie schon sehr erfreut darüber, dass er bei den 70 Genen das TKTL1 dabei hatte. Aber bei den Top 5, später in Nature publiziert, die für das Gehirn wahrscheinlich wichtig sind, da war TKTL1 auch dabei. Da war natürlich meine Freude noch größer, weil ich dachte, jetzt kommen wir noch näher dran, weil ich immer dachte, Zuckerstoffwechsel, Intelligenz, da muss was sein. Das TKTL1 ist nicht nur die Basis, dass das Gehirn sich besser entwickelt, mehr Neuronen da sind, mehr Platz ist für Nervenzellen, sondern auch den Schutz. Uns Menschen zeichnet, oder generell auch viele Säugetiere zeichnet es aus, dass wir in Generationen zusammenleben. Und diese Altersweisheit, die ist ja nur dann möglich, wenn ich ein Leben lang Erfahrung sammle und das Wissen im Alter noch da ist. Das heißt, wenn ich das Wissen verliere, kann ich ja nicht diesen Fundus haben aus Lebenserfahrung. Deshalb spielt das TKTL1 eine große Rolle, weil es die Apoptose unterdrückt, also den Absterbeprozess unterdrückt und die Gehirnzellen länger leben. Und das ist genau der Grund, weshalb Zucker für das Gehirn wichtig ist. Und wenn der Zucker nicht mehr ins Gehirn aufgenommen wird, verliere ich die Nervenzellen. Und das ist das, was ich ursprünglich dachte auch. Alzheimer, Demenz, Gedächtnisverlust. Das heißt, das Verrückte ist, dass zu viel Zucker eine Insulinresistenz auslöst und dann habe ich zu wenig Zucker im Gehirn und dann kann ich das Gehirn nicht mehr schützen. Das heißt, das TKTL1 hat einerseits eine große Wirkung für die Bildung des Gehirns, aber auch für die Erhaltung des Gehirns, dass mir das nicht verloren geht. Man hat also geguckt, wenn ich das TKTL1 des modernen Menschen nehme und baue das ein in sich entwickelte Gehirne der Maus zum Beispiel, da fängt sich
fängt an, das Gehirn der Maus sich zu falten und entwickelt mehr Neurone. Und dann wurde dasselbe gemacht mit der alten Variante des TKTL1-Gens, des Neandertalers, und nichts ist passiert. Und der einzige Unterschied zwischen der Sequenz des Neandertalers und des Menschen ist, dass eine einzige Aminosäure ausgetauscht wurde. Und die hatte zur Konsequenz, dass der Zucker-Fettstoffwechsel möglich geworden ist im modernen Menschen, im Gehirn. Und das hat die große Konsequenz, dass nicht nur eine Nervenzelle gebildet wurde, sondern eine Vielzahl von Nervenzellen und das Ganze dazu auch geführt hat, dass die Faltung des Gehirns zugenommen hat. Also ich habe mehr Platz für Nervenzellen und deutlich mehr Nervenzellen, die Verschaltung ist besser geworden. Und das war tatsächlich dann der Beweis, dass die Mutation sich deshalb auch so durchgesetzt hat, weil wir moderne Menschen einen Vorteil davon hatten. Also der Ansatz von Svante Pääbo war genial, diese DNA aus Knochen zu isolieren, weil die ja die Basis ist für einen Vergleich. Und der Vergleich hat dazu geführt, dass es Gene gibt, die mutiert sind und sich durchgesetzt haben. Jetzt kann man sagen, das passiert nicht ohne Zufall. Aber letzten Endes will jeder Forscher wissen, ist es denn so? Und der Professor Wieland Huttner ist jemand, der sich genau darauf fokussiert hat, zu beweisen, ob diese Gene eine Rolle spielen. Und er hat aber in seiner Forschergruppe zunächst einen Ansatz verfolgt, wo er sagt, der Mensch ist deshalb zum Mensch geworden, weil er wahrscheinlich neue Gene bekommen hat, die nur im Menschen da sind. Die haben eine große Rolle gespielt, zum Beispiel bei der Entwicklung des Homo erectus. Aber der Ansatz, den Professor Pääbo jetzt genutzt hat, der hat ja dazu geführt, nicht neue Gene als wichtige Gene zu finden, sondern die sich verändert haben. Und das ist jetzt genau der Punkt, weshalb die evolutionäre Analyse übergegangen ist in eine funktionelle Analyse und beide zusammen dann die Theorie überprüft haben. Also aufgrund der evolutionären Analyse war TKTL1 eigentlich das Top-Kandidaten-Gen dafür. Aber die Methodik, das zu beweisen, die Kausalität, was passiert, wenn ich das Gen in der Sequenz nehme und nicht, das ist halt der finale Beweis. Das ist handwerklich und technologisch und intellektuell großartig. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass Sie meine Arbeiten ernst genommen haben. Das war eine Fokussierung auf genau diese verrückte Theorie, dass TKTL1 Fett bildet, und das haben die untersucht. Also wenn dort kein Zucker da ist, dass das TKTL1 aktiv werden kann, ging es nicht. Aber auch das Produkt, der Baustein für die neuen Fette, wenn der nicht verwendet wurde, gab es die Reaktion auch nicht. Also genau der Beweis meiner Theorie der Fettbildung wurde dann verwendet, um zu zeigen, ob das Enzym aufgrund der Enzymfunktion diese Effekte macht oder aufgrund von vielleicht anderen Effekten. Aber sie sagen ganz klar, es ist genau dieser Fett-Zuckerstoffwechsel, wo also aus Zucker Fett gebildet wird auf eine Art und Weise, die bisher unbekannt war. Als ich die Aktivität des Gens untersucht habe, also wo in welchem Gewebe das Gen dann tatsächlich in Protein übersetzt wird, ist mir aufgefallen, in vielen Geweben wird es tatsächlich auch gebraucht, aber im Herzmuskel wird das Protein gar nicht in dem Maße gebildet. Und das hat mir gezeigt, es muss Aktivitäten des Gens in gewissen Geweben geben und in anderen gar nicht. Und dann habe ich versucht herauszufinden, was die Transketulasen insgesamt überhaupt für eine Bedeutung haben. Und man dachte, das ist ein Gen, was in allen Zellen gleichmäßig exprimiert wird. Aber dieses TKTL1-Gen hat sich schon in der Expression, also in der Aktivität deutlich unterschieden, insbesondere auch im Herzen. Und dann bin ich auf einen Stoffwechsel gestoßen, der im Herzen gar nicht erwünscht wird. Und das ist dieser sogenannte Vergärungsstoffwechsel. Wir kennen alle das Phänomen, wenn man Sport treibt, dass man dann, wenn man zum Beispiel schneller rennt, als Sauerstoff im Muskel dann da ist, Milchsäure produziert. Und das führt zur sogenannten Vergärung. Und das ist ein wunderbarer Mechanismus, der unsere Vorfahren geschützt hat und das Überleben sichergestellt hat, weil man dann mit Zucker noch Energie freisetzen konnte, wenn eigentlich mit Sauerstoff keine Energie mehr freigesetzt werden konnte. Im Herzmuskel passiert es nicht. Und deshalb dachte ich, oh, das TKTL1 im Herzmuskel wird gar nicht verwendet. Und dann ist mir später klar geworden, dass genau der Unterschied dieses Stoffwechsels im Herzmuskel
auch den Herzmuskel vor Krebs schützt. Also es gibt dieses besondere Phänomen, dass wir Krebs haben. Es entwickelt sich irgendwo ein Primärtumor, es gibt eine Metastasierung und ein Organ ist dem Krebs immer ausgeliefert. Das ist der Herzmuskel, weil der über seine Pumpleistung das Blut verteilt und die im Blut zirkulierenden Tumorzellen setzen sich dann im Gehirn nieder, in der Lunge oder in der Leber und es gibt Metastasen. Aber eigentlich müsste ein Organ die meisten Metastasen aufweisen. Und das ist der Herzmuskel. Und der Herzmuskel ist ständig in Kontakt mit diesen zirkulierenden Tumorzellen im Blut, pumpt die auch überall hin im Körper und ist aber trotzdem resistent, wird nie krank. Also wird nie betroffen von invasiven Krebs. Und im Nachhinein muss man sagen, dieses Wegschalten von TKTL1 im Herzmuskel verhindert, dass dort invasive Krebszellen entstehen. Otto Warburg war ein späterer Nobelpreisträger, der 1924 eine Arbeit publiziert hat, wo er sagte, dass die Zuckervergärung die eigentliche Ursache für Krebs ist. Und deshalb war das auch für mich so bewegend, mit dem TKTL1 das Enzym gefunden zu haben, was seine Experimente erklärt. Das soll jetzt nicht missverstanden werden. Er hat zu seiner Zeit extrem tolle Daten generiert, aber hat die Aussagen zu weit getroffen. Er hat gesagt, die Vergärung ist die Ursache für Krebs. Das würde ich nicht teilen. Er hat nämlich auch gesehen, dass im Hohlengewebe oder in der Netzhaut die Vergärung läuft und es sind keine Krebsgewebe. Die Experimente von Otto Warburg waren so genial, dass er zu einer Zeit, als die Sequenz oder überhaupt die Struktur des DNA-Moleküls noch gar nicht bekannt war, alleine durch einfache biochemische Experimente letztendlich den Kern des Krebsproblems erkannt hat. Und man kann es so beschreiben, er hat einen Froschmuskel in eine Schale gelegt, wo Zuckerlösung drin war, Traubenzucker, darüber eine Schale, also so eine Glashaube gestülpt und dann CO2 draufgegeben. Also eine Atmosphäre, wo kein Sauerstoff da ist. Und was macht ein Muskel, wenn er Zucker hat und keinen Sauerstoff? Das kennen wir alle aus dem Sport. Er hat quasi die Experimente so designt, als ob die auch für Sport wichtig sind. Der Muskel ohne Sauerstoff hat nur die Wahl, entweder nutze ich den Zucker und mache eine Vergärung oder ich mache gar nichts. Und er will ja Energie produzieren, das heißt, er nimmt den Zucker und macht Milchsäure. Und das machen wir ständig, wenn wir Sport treiben und über den aeroben Bereich hinausgehen, wo dann nicht mehr genug Sauerstoff im Muskel ist. Das ist die normale Vergärung, die steht in jedem Lehrbuch. Gut, das hat er gesehen. Dann hat er dasselbe mit Krebsgeweben gemacht. Auch dort, wenn Krebsgewebe keinen Sauerstoff hat, Zucker hat, wird Milchsäure produziert. Soweit gesunde Gewebe und Krebsgewebe gleich. Jetzt kommt der spannende Punkt. Jetzt hat er die Kohlendioxidatmosphäre ausgetauscht durch Sauerstoff, also normale Luft dran gegeben. Und was macht der Skelettmuskel, also der Froschmuskel in dem Falle? Er hört sofort auf mit der Milchsäureproduktion, weil es ja keinen Sinn macht. Ich habe genug Sauerstoff, ich kann verbrennen, ich bekomme mehr Energie. Das machen wir auch, wenn wir dann im aeroben Bereich, also joggen, nicht mehr zu schnell rennen, dann sind wir im aeroben Bereich, dann wird keine Milchsäure gebildet, alles verbrannt. Das macht der Skelettmuskel auch. Dann hat er aber dem Krebsgewebe den Sauerstoff gegeben. Und was macht das Krebsgewebe? Er sagt, nee, ich fühle mich wohl so, ich will das gar nicht. Und das ist dieses Vergären von Zucker zu Milchsäure, obwohl Sauerstoff da ist. Das heißt, ich gebe dir die Möglichkeit, hier bitte, nimm doch den Sauerstoff. Und dann sagt der Krebszell, nee, danke, will ich nicht. Und das wurde beschrieben, immer wieder bestätigt, aber von Krebsforschern als unbedeutend oder irrelevant abgetan. Aber genau das ist ja die Basis. Wenn ich also Sauerstoffradikale neutralisieren will, das bedeutet, da ist der Sauerstoff da, dann kann ich ja eine Vergärung nur nutzen, wenn die auch in Anwesenheit von Sauerstoff funktioniert. Sonst kann ich ja das gar nicht nutzen. Der Warburg-Effekt ist eigentlich ein bewusstes sich entscheiden für die Vergärung, weil ich daraus enorme Vorteile ziehe. Ich habe dann 2006 die Arbeit publiziert und habe den Warburg-Effekt, das ist der Effekt, der nach ihm benannt wurde, dass Zucker zu Milchsäure vergoren wird, obwohl Sauerstoff da ist. Den Effekt habe ich neu interpretiert. Ich habe dann gesagt, der Warburg-Effekt ist eigentlich eine Zuckervergärung in Anwesenheit von Sauerstoff, um die Zelle vor Radikalen zu schützen und diesen Krebsstoffwechsel möglich zu machen. Aber er ist ein Schutzfaktor generell für alle Zellen. Das ist nicht krebsspezifisch. Und durch seine Aussage wurde das immer
runtergebrochen auf Krebs und das ist nicht der Fall. Prinzipiell gibt es im Menschen 2 Wege der Energiefreisetzung. Ich kann, wenn ich was esse, kann ich die Nahrungsmittelbestandteile letztendlich verbrennen. Und das passiert mit diesen Verbrennungsmaschinen, sogenannte Mitochondrien. Das waren vormals freilebende Bakterien, die wir uns als Haustiere quasi in unseren Zellen halten. Und die machen den Job super. Die verbrennen mit Sauerstoff und produzieren sehr viel Energie. Sie haben aber den Nachteil, dass sie Radikale produzieren. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Radikale die DNA schädigen, Mutation auslösen, dann ist der Grund für Alterung, für Zellalterung. Und das ist auch bekannt. Defekte Verbrennungsmaschinen, also Mitochondrien, führen zu vorzeitiger Alterung. Und die Alternative ist, man kann Zucker vergären. Und das ist ein Stoffwechsel, den man im Alltag schon kennt. Man hat Milch, die steht in der Küche, die wird sauer. Und das ist der Vergärungsstoffwechsel. Dort wird kein Radikal produziert. Das ist eine ganz einfache, aber sichere Art Energiefreisetzung. Ist nicht sehr effizient, aber sicher. Und jetzt hat die Zelle einen Mechanismus entwickelt, beides so zu nutzen, dass jeweils die besten Vorteile genutzt werden. Das heißt, wenn die Zelle sich nicht teilt, nutzt sie die Verbrennungsmaschinen, um sehr viel Energie freizusetzen. Und wenn die Zellteilung eingeleitet wird, dann sagt TKTL1, stopp, ihr seid mir zu gefährlich. Jetzt machen wir alles über Zuckervergärung. Und das schützt uns, dass wir während der Zellteilung unsere DNA schädigen, Mutation bekommen und diese Mutation uns altern lässt oder gar zum Tode führen. Und dann habe ich festgestellt, dass das TKTL1 am stärksten exprimiert ist im Hodengewebe. Und dann dachte ich mir, das passt doch super. Im Hoden muss über die Spermien neue DNA produziert werden für die nächste Generation. Und stellen Sie sich vor, in der DNA kommt durch die Verbrennungsmaschine, durch die Radikale, kommen Mutationen. Und das wollen wir nicht. Das heißt, dieser Vergärungsstoffwechsel ist dort besonders aktiv und wichtig, wo Zellen gebildet werden, die von größter Bedeutung sind. Und das ist die Spermienproduktion. Deshalb ist TKTL1 auch der Marker. Ein Test kann man dann feststellen für die beste Fertilität. Und genauso ist es auch der Preis des Sehens. Wenn wir im Sommer einem hellen Tage schauen, dann fällt sehr viel Licht in unser Auge. Das ist die Basis, dass wir unsere Umwelt analysieren können. Aber das sind energiereiche Strahlen. Und die zerstören Zellen, machen DNA-Mutationen. Und deshalb ist die TKTL1-Aktivität in der Netzhaut so wichtig, damit wir die von außen induzierten Radikale neutralisieren können. Also man kann runterbrechen, TKTL1 ist ein wunderbarer Schutz vor Radikalen und wird bei uns in der Zellteilung systematisch ausgenutzt, aber auch in Zellen, die permanent gebildet werden, wie jetzt Spermien, spielt es eine enorme Rolle. Die besondere Bedeutung von TKTL1 im Menschen wurde final auch dadurch bestätigt, dass es eine genetische Erkrankung gibt, das sogenannte Werner-Syndrom, bei dem es zu einem Ausfall der Aktivität von TKTL1 kommt. Und dort hat man festgestellt, dass diese Menschen im Körper sehr, sehr viele Radikale aufweisen und die DNA sehr viele Mutationen aufweist. Und es ist genau diese Schutzwirkung von TKTL1, die dann ausgehebelt wird. Also wenn ich die Radikale nicht unterdrücke und die DNA-Schäden nicht repariere, kommt es zu sehr vielen Radikalen und sehr vielen DNA-Schäden. Und was ist die Konsequenz? Man stirbt mit 30 bis 35 Jahren. Das ist genau dieser Anti-Aging-Effekt von TKTL1, der so wichtig war für uns Menschen. Wir wollen ja gesund alt werden. Und das sind die Radikale entscheidend und die Reparatur unserer Zellschäden. Und das ist jetzt eindrücklich gezeigt worden durch diese genetische Erkrankung. Zum Glück konnte ich eine Kollaboration aufbauen mit einer sehr offenen, sehr schlauen Transkedulase-Forscherin an der Universität Barcelona. Und die hat gesagt, Johannes, ich bin offen für deine Theorien und wir überprüfen das. Und 2016 haben wir gemeinsam dann zeigen können, ja, dieses TKTL1 hat eine besondere biochemische Rolle, die weit über das hinausgeht, was jemals erwartet wurde. Wir alle kennen das.
Es wird ja auch in der Werbung immer wieder hingewiesen, wie wichtig die Bakterien sind im Joghurt und sowas, Bifidobakterien. Und die haben ein Enzym, das sehr eng verwandt ist mit Transketulasen und diese besondere Reaktion ausführen können. Die können nämlich Zucker in Milchsäure überführen, aber auf dem Weg, der nur von den Bakterien bekannt ist. Und ich habe dann aufgrund der Mutation im TKTL1-Gen gesehen, dieser eine Aminosäurerest, der diese Enzymaktivität steuert, wenn man den verändert, wird genau eine Reaktion ausgelöst, die in die Richtung geht. Und meine Arbeitshypothese war, während der Evolution ist in dem TKTL1 eine Enzymreaktion entstanden, die quasi eine neue oder Wiedererfindung eines Stoffwechsels darstellt, der in der Evolution 3000 Millionen Jahre früher schon mal da war. Das bedeutet, durch die Mutation im TKTL1-Gen haben wir nicht nur den Milchsäurestoffwechsel, den wir aus dem Skelettmuskel kennen, der wird aber durch Sauerstoff unterdrückt, sondern wir haben einen ganz neuen Milchsäurestoffwechsel, der nicht unterdrückt wird und der sehr effizient Zucker in Fett überführt. Also der normale Milchsäurestoffwechsel im Skelettmuskel, der führt nicht zu Fett. Aber der andere aus den Bakterien in der Milch, also die Bifidobakterien, die machen das mit dem sogenannten Phosphoketolase-Enzym. Und ich dachte, das ist eigentlich genau das, was der Clou wäre. Wenn eine Zelle, die wachsen will, nicht nur den Zuckerbaustein produziert, sondern auch den Fettbaustein, dann wäre ja quasi die wichtigsten Bausteine da, um eine neue Zelle zu schaffen. Und das haben wir zusammen in Barcelona dann experimentell überprüft und zeigen können, ja, diese Fettproduktion wird von TKTL1 ausgelöst, aber es war noch mehr. Wir konnten zeigen, dass TKTL1 wie ein Dirigent das ganze Orchester kontrolliert. Der sagt, hier, du produzierst Zucker, du produzierst Fett, du produzierst Eiweiß. Und das TKTL1 ist quasi der zentrale Schalter, der entscheidet, wer was macht. Und das macht auch Sinn. Also wenn ich eine neue Zelle produzieren will und ich hätte jetzt nur Zucker und Fett und nicht die Eiweiße oder nur Eiweiße und Fett und nicht die Zucker, dann kann ich die Zelle nicht bilden. Das heißt, TKTL1 ist der entscheidende Dirigent für die Neubildung von Zellen und schafft sich die Rohstoffe, so die Bausteine, damit ich alles ausführen kann. Der Mensch mit all seinen Zellen beruht auf einer Kombination von Zucker und Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten. Und der Umbau ineinander ist durch Enzyme reguliert. Und bisher dachte man, dass das Fett im menschlichen Körper auf eine Weise produziert wird, die große Nachteile hat. Also ich habe einen Verlust, wenn ich also Zucker in Fett überführen will. Und bei unseren Vorfahren war das ja auch so, dass die immer mal Hunger hatten. Es gab eine Ernährungskrise. Und deshalb war dieses TKTL1 so bedeutsam, weil es eine neue Form der Überführung von Zucker in Fett ist, die a. ungefährlich ist. Es gibt keine Radikale. Und b. ich habe eine 100% Überführung in Fett. Bei dem bisher in den Lehrbüchern beschriebenen Weg ist es so, dass ich 1/3 dieses Zuckers ausatmen muss als CO2. Ich verliere den. Und das hat natürlich große Auswirkungen. Stellen Sie sich mal vor, ich will neue Zellen produzieren. Ich habe nicht viel zu essen. Dann kann ich a. weniger Zellmaterial bilden. Also die Menschen, die das auf dem herkömmlichen Wege machen müssten 1/3 mehr essen. Und gleichzeitig würden die gebildeten Zellen geschädigt durch Radikale. Das ist natürlich extrem nachteilig. Nachdem wir 2016 die Studie durchgeführt hatten, wo wir zeigen konnten tatsächlich, dass TKTL1 für die Fettbildung verantwortlich ist, war ich extrem erfreut, dass unabhängig von mir eine Studie in einem renommierten Journal, also Zeitschrift, publiziert wurde, die gezeigt hat, dass die gängige Lehrmeinung, wie die Zellteilung kontrolliert wird, falsch ist. Und die haben systematisch untersucht, wie die Zelle kontrolliert wird. Also das ist ja eine wichtige Entscheidung, ob eine Zelle den Prozess startet, eine neue Zelle zu bilden. Das nennt man Zellteilung. Eigentlich ist der Begriff nicht ganz korrekt, weil das Material nicht geteilt wird, sondern es wird verdoppelt. Das heißt, die Zellverdoppelung braucht Material. Ich muss alles nochmal machen. Wenn ich eine zweite Zelle bilden will, muss ich ja die DNA kopieren, ich muss sie vermehren, ich muss die Fette vermehren. Und laut Lehrbuch ist es so, dass das alles, diese
diese Bausteine für DNA, die Transketulase macht. Und die Forscher haben festgestellt, das ist nicht der Fall. Der Zellzyklus wird kontrolliert durch TKTL1, nicht wie man bisher dachte, dass man einfach mal sagt, ich will meine Zelle verdoppeln, ich fange mal an und verbrauche Material und der Verbrauch des Materials führt dazu, dass neues Material nachproduziert wird. Das ist der sogenannte Pull-Effekt, ziehen. Ich fange an, das wäre so, als wenn ich ein Haus bauen will und ich sage, ich habe jetzt die Hälfte des Geldes, aber ich werde schon in einem halben Jahr mal im Lotto gewinnen und ich fange mal an zu bauen. Das war die gängige Lehrmeinung, wie Zellen verdoppelt werden. Und ich habe immer gesagt, das ist eigentlich völlig riskant. Wenn ich anfange, ein Haus zu bauen und am ersten Stock aufhören muss, regnet rein, ist das Haus quasi kaputt. Und so ist es auch eine Zelle. Wenn die anfängt, sich zu verdoppeln und mittendrin nicht genug Material hat, ist es das Todesurteil. Da gibt es nicht mehr Mutterzelle, Tochterzelle, gibt es gar nichts. Wir sind beide tot. Und das ist riskant. Und das war mir immer nicht verständlich, dass so Evolution funktionieren sollte. Und diese chinesische Forschergruppe hat untersucht, wie der Zellzyklus kontrolliert wird. Und siehe da, sie haben festgestellt, das ist anders als gedacht. TKTL1 wird gebildet und verdrängt dieses normale Transketulase-Protein. Das muss man sich so vorstellen, normalerweise ist in einer Zelle, die sich nicht teilt, zweimal das TKT-Protein, so wie so eine Doublette, als nennt man Homodimer. Und dann kommt das TKTL1, verdrängt das eine und macht eine andere Enzymreaktion. Und daraufhin wird der Baustein für die DNA produziert. Deshalb macht es natürlich Sinn, dass der Chef sagt, hallo, ich bin hier, ich entscheide, wir bauen ein neues Haus und ich entscheide auch, dass die Bausteine produziert werden. Und die konnten zeigen, dass die Produktion der Bausteine die Zellteilung auslöst. Weil TKTL1 die Entscheidung trifft, ja, wir machen das und ich sorge dafür, vorher schon, dass die Bausteine da sind. Das heißt, ich habe null Risiko. Erst wird der Baustein produziert und die nennen das ist der Push-Effekt. Das heißt, ich produziere erst die Bausteine, ich bin sicher, dass ich mein Haus bauen kann und dann mache ich es erst. Und das ist der geniale Ansatz, dass TKTL1 nämlich von einem defekten Gen zum wichtigsten Gen des Menschen geworden ist, weil sie zeigen, nicht nur die Krebszellen, auch die gesunden Zellen werden durch TKTL1 kontrolliert. Und wenn die Entscheidung getroffen wird, dann bin ich sicher, dass alles, was ich brauche, da ist. Also ich brauche die DNA, ich brauche den Baustein dafür, das ist dieser 5er-Zucker. 2019 ist gezeigt worden, TKTL1 erlaubt die Umwandlung von Traubenzucker in diesen 5er-Zucker, der als Baustein für die DNA dient. Und jetzt ist auch nochmal gezeigt worden, dass TKTL1 den Baustein für alle Fette und für alle Eiweiße liefert. Das heißt, das macht natürlich absolut Sinn, wenn ich schon eine neue Zelle produziere, dass ich nicht nur einen Teil der Bausteine produziere, sondern alle, um die ganze Zelle zu produzieren. Die haben die Zuckerkonzentration, in der die Zellen gewachsen sind, massiv erhöht und konnten zeigen, dass Ribose ist ein bestimmter Zucker, der normalerweise von TKTL1 produziert wird. Wenn ich den aber schon reingebe, dann fängt die Zelle an, schon sich zu verteilen, also sich zu verdoppeln. Das bedeutet, die Rolle des Zuckers in unserer Ernährung ist unterschätzt worden. Also Zucker hat ein Potenzial, das viel, viel höher ist. Also Zucker ist in der Lage, neue Zellen zu produzieren. Das ist toll für die Regeneration. Also Zucker, Ribose oder Glucose richtig eingesetzt ist die Basis für Anti-Aging. Aber gleichzeitig, wenn man in dem Moment Krebszellen im Körper hat, dann schiebt man die Krebszellen in die Vermehrung und dann hat man ein großes Problem. Die Menschen, die das TKTL1-Gen nicht mehr haben, die haben eine Lebenserwartung, die nur bis zum 30., 35. Lebensjahr geht. Also die fehlende Schutzfunktion, das heißt, wenn ich weniger neue Zellen bilden kann, wenn defekte Zellen da sind. Der eine Prozess ist ja Neubildung überhaupt, dass der Mensch wächst. Aber wenn der Mensch ausgewachsen ist, ja ständig wieder Regeneration, Anti-Aging und das wird über TKTL1 ausgeführt. Das bedeutet, TKTL1 erlaubt einer Zelle, Schäden zu reparieren, die durch zum Beispiel natürliche Strahlung auftreten. Man darf nicht vergessen, wir haben hier ständig eine radioaktive Grundstrahlung.
Das kommt durch radioaktive Inhaltsstoffe, zum Beispiel das Radon in Gestein. Wir haben die Höhenstrahlung, wenn man sich in einen Flieger setzt, irgendwo ins Ausland fliegt, hat man eine Höhenstrahlung. All das schädigt aufgrund der Strahlung unsere DNA. Und wenn diese Schäden nicht repariert werden, haben wir eine vermehrte Alterung und einen früheren Tod. Und TKTL1 ist das Enzym, was diese DNA-Schäden repariert. Das ist die eigentliche Schutzfunktion. Das heißt, wir Menschen und insbesondere auch generell die Säugetiere hatten einen großen Vorteil, weil wir unsere schädigen Einflüsse aus der Umwelt viel besser verkraften konnten. Wir konnten also unsere Schäden reparieren. Und das Interessante ist, dass genau diese Mechanismen, also Radioaktivität, energiereiche Strahlen, werden heute eingesetzt, um Krebszellen abzutöten. Und derselbe Schutzmechanismus, der uns in der Evolution dahin gebracht hat, wo wir sind, der schützt dann auch die Krebszellen. Dasselbe ist auch mit giftigen Chemikalien wie Platinderivate, die führen dazu, dass Mutationen entstehen. Das ist gut, wenn das wegrepariert wird in gesunden Zellen, aber eine Katastrophe, wenn ich eine Krebszelle eliminieren will und die Krebszelle nutzt es TKTL1, die Schäden zu reparieren. Und dasselbe ist auch mit den Pflanzengiften. Das Taxin aus der Eibe war früher ein Pfeilgift, was die Kelten verwendet haben. Aber heute wird es eingesetzt, um Krebszellen abzutöten. Und jetzt ist gerade eine tolle neue Publikation gezeigt worden, die den Mechanismus aufgezeigt hat, wie TKTL1 das verhindert. Es produziert die Bausteine und es werden sogar neue Chromosomen geschaffen, sodass man die ganzen Schäden überstehen kann. Man muss den Schutzfaktor des Krebses, der Krebszelle aushebeln und dann die Zelle schädigen. Und das ist der entscheidende Punkt. Also viele Krebszellen sind in der Lage, einfach ohne Zucker zu wachsen. Die sagen dann, gut, dann bekomme ich keinen Zucker mehr, aber ich verbrenne das Fett. Das hat aber den Vorteil, dass dann mehr Radikale ausgelöst werden können. Also der Zelltod kann leichter ausgelöst werden und die Bausteine für die Reparatur sind nicht mehr da. Das heißt, die Kombination aus herkömmlicher Strahlen- und Chemotherapie und dieser körperlichen Vorbereitung, dass die Reparatur nicht kommt. Also runter mit den Kohlenhydraten, runter mit dem Eiweißen, aber nicht generell, sondern nur in der kurzen Phase, wo ich meine Chemo- oder meine Strahlentherapie bekomme. Das ist 2013 gezeigt worden mit Mikrosonden, dass man direkt im Patienten messen kann, welchen Stoffwechsel der Tumor hat. Und die sagen, es ist völlig zweifelsfrei, dass der Tumor mit seinem Stoffwechsel beeinflusst werden kann durch die Zusammensetzung der Ernährung. Also eine ketogene Ernährung kann den Stoffwechsel des Tumors beeinflussen. Damit kann ich die Milchsäureproduktion hemmen und das hat schon einen großen Einfluss darauf, ob die Krebszellen sich im Körper ausbreiten, also Metastasierungswahrscheinlichkeit. Aber es geht noch weiter. Es gibt eine klinische Studie, die hat gezeigt, dass bei Brustkrebs zum Beispiel eine Chemotherapie deutlich besser wirkt und zu einem besseren Überleben führt, wenn parallel zur Chemotherapie eine ketogene Ernährung angewendet wird. Das heißt, ich kann mit einem Hemmen des Vergärungsstoffwechsels zwei Sachen erreichen. Die Krebszelle kann sich nicht mehr ausbreiten und die Krebszelle wechselt zurück auf den Verbrennungsstoffwechsel und dann wird sie angreifbar. Dann kann ich mit Chemo- und Strahlentherapie sehr viele Schäden auslösen. Und dann kommt der zweite Aspekt dazu. Wenn die Zucker nicht da sind, um dann daraus neue DNA zu produzieren oder die Schäden zu reparieren, dann sind die Chemo- und Strahlentherapien extrem erfolgreich, weil die Schäden, die gesetzt werden, die können ja nicht repariert werden. Das heißt, wenn das TKTL1 da ist, aber keinen Baustein bekommt, um daraus einen anderen Baustein zu bauen, also normalen Zucker in den Baustein für DNA und den Baustein für Fett, dann ist die Chemotherapie und die Strahlentherapie extrem erfolgreich. Die Zelle wird geschädigt und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Chemotherapien und Strahlentherapien, die erfolgreich sind.